Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Bei dem, was ich euch heute zeigen werde, hat sich etwas verselbstständigt, aber ich beginne ganz normal damit, mir eine Hintergrundfarbe aus 4 verschiedenen Farben anzumischen und die Materialien findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die Leinwand, auf der ich heute arbeite, ist 80 x 80 cm groß und wie in den meisten Fällen quadratisch. Meine Hintergrundfarbe habe ich mir zu einem dunklen Türkis angemischt und auch wenn ich das erstmal in Bögen und Schwüngen auftrage, so habe ich doch dann mich dafür entschieden, die Leinwand relativ homogen zu gestalten und sie auch erstmal komplett mit dem Föhn zu trocknen. Die Bögen und die Kreise, die ich zuerst male, dienen einfach dazu, einen Einstieg in das Bild zu bekommen, das Handgelenk zu lockern und sich auf die Malerei einzustellen. Rechts oben könnt ihr übrigens das Werkzeug mit dem roten Griff sehen, welches ich eigentlich verwenden wollte. Und das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein einfaches Stück Luftpolsterfolie, was vom letzten Verpacken übrig geblieben ist. Und dann habe ich einfach zugegriffen und das gemacht, was ich schon ganz lange machen wollte. Wie ich feststellen konnte, gibt es Luftpolsterfolie in unterschiedlichen Stärken und hier ist es am wichtigsten, dass die Luftpolsterfolie nicht ganz so dünn ist, denn sonst gehen die Luftpolster beim Malen oder in dem Sinne beim Drucken einfach kaputt. Ich habe mich bemüht, dass das nicht allzu oft passiert, aber ihr werdet nachher ein paar Stellen sehen, wo es keinen Abdruck gegeben hat. Und das heißt, in dem Augenblick ist eine Luftkammer kaputt gegangen. Das ist nicht weiter schlimm, weil ich ja im abstrakten Bereich unterwegs bin. Und am Anfang dachte ich noch, ich mache einfach nur eine Schicht mit dieser Luftpolsterfolie. Aber es war so faszinierend, dieses Werkzeug auszuprobieren, mit verschiedenen Farben zu arbeiten, dass ich das Werkzeug, was ich mir rausgelegt hatte, komplett vergessen habe. Das, was nach weißer Farbe aussieht, ist tatsächlich eine Perlfarbe, und zwar das Perlrot. Zu Anfang wird das nicht so deutlich, aber das wird man hinterher ein bisschen sehen, je öfter ich das Bild drehe, dass die Farbe dann getrocknet ist und es sich wirklich um das Perlrot handelt. Anstatt endlich das Werkzeug zu nehmen, mit dem ich arbeiten wollte, habe ich tatsächlich lieber zu einem hellen Lindgrün gegriffen und das auf die gleiche Luftpolsterfolie gegeben und dann einfach weitergemacht. Ich hatte mich jetzt gefragt, wie das denn wohl aussieht, wenn man jetzt mehrere Schichten damit druckt. Ihr seht, mein Experiment hat dann im Grunde genommen angefangen, selbstständig zu werden und hat für mich eine große Faszination gehabt und ich musste das irgendwie unbedingt ausprobieren.
Ein bisschen habe ich ja die Befürchtung, dass jemand unter die Kommentare schreibt, dass es das langweiligste Video ist, was er je von mir gesehen hat. Aber ich glaube, die Faszination liegt einfach in dem Augenblick, wo man das selber einmal ausprobiert. Mit der Luftpolsterfolie zu arbeiten ist nicht ganz so, als würde man direkt mit den Händen Acrylfarbe auf die Leinwand geben, aber es ist schon relativ nah dran. Man drückt mit etwas Gewicht auf die Luftpolsterfolie und die ist ja ein bisschen haptisch in dem Sinne, dass dort Höhen und Tiefen drin sind. Und während man die Luftpolsterfolie abstreift, damit möglichst viele der Punkte übertragen werden, bewegt sich auch noch die Leinwand. Für mich ist das nochmal ein völlig anderes Gefühl, als wenn ich jetzt mit meinem Rakel, einem Pinsel oder mit dem Spachtel arbeiten würde. Hatte ich zunächst einfach frei experimentiert, war ich jetzt der Meinung, dass nach diesem hellen Lindgrün in jedem Fall eine dunkle Farbe folgen muss, und so habe ich mich für das Preußisch-Blau entschieden, weil es auch in meiner Hintergrundfarbe enthalten ist. Und mit Hilfe des Preußisch-Blau, was ich jetzt einfach so zwischen die anderen schon aufgetragenen Flächen setze, treten dann wieder Punkte in den Hintergrund. Das heißt also, ich erzeuge hier gewisse Höhen und Tiefen einfach über die Abstufung von Farbe. Ihr könnt nachher etwas beobachten, und zwar habe ich ähnlich wie bei meinem Rakelwerkzeug die Farbe immer wieder auf den gleichen Streifen Luftpolsterfolie aufgetragen und das Werkzeug in dem Sinne auch nicht gesäubert. Das heißt, je mehr Farben auf der Luftpolsterfolie aufgetragen sind, desto ähnlicher wird sie der Leinwand. Auf das Preußisch-Blau folgte dann Silber, und in dem Zusammenhang ist das Ganze dann zu einem hellen, silbrigen Blau geworden. Und während ich dann so weiter vor mich hingedruckt habe, habe ich gemerkt, dass ich beim Thema Meer angekommen bin und mir die Farbgebung richtig gut gefällt, mir aber trotzdem noch was fehlt. Und dann habe ich mich für die Metallic-Farbe Gold entschieden. Ich habe mich für das dunkle Gold entschieden, weil das Lindgrün und das helle Gold wären sich zu ähnlich gewesen, und ich fand die Abstufung eine Idee besser als das helle Gold, was ich sonst lieber verwende. Zum Abschluss habe ich dann nochmal zu einer Perlfarbe gegriffen, und Perlblau wäre ja naheliegend gewesen. Aber ich habe die Perlfarbe Perlgrün gewählt.
Ein bisschen erinnert mich jetzt das Ganze an schillernde Fischschuppen, und während wir jetzt mit der Kamera über das teils noch nasse, teils schon getrocknete Bild gehen, kann man also einzelne Details erkennen, dort wo ich teilweise bis auf den Hintergrund durchgucken kann, aber auch die verschiedenen Drucke und vor allen Dingen auch die verschiedenen Richtungen. Mir war es ganz wichtig, auch wenn ich noch andere Sorten Luftpolsterfolie im Regal gehabt hätte, einzig und allein mit einem Stück zu drucken, damit sich die Punkte, die entstehen, möglichst ähnlich sind und damit auch die verdeckten Punkte interessant wirken, weil man ja selten den gleichen Punkt nochmal trifft, sondern immer ein Stück weit daneben liegt. Ich bin nach wie vor fasziniert davon. Natürlich hat dieses Bild eine komplett andere Sprache als meine Rakelbilder oder die Spachtelarbeit in Rot, die ich zuletzt gemalt hatte. Mich interessiert natürlich auch, wie ihr das findet. Fandet ihr das langweilig, weil es letzten Endes immer nur ein Abdruck ist? Fandet ihr das spannend und würdet es gerne selbst ausprobieren? Das interessiert mich. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. An der Wand aufgehängt wirkt es noch einmal ganz anders, als wenn es flach vor mir auf dem Tisch liegt. Und ich werde gleich einmal die Kamera schräg halten, dass man auch nochmal ganz gut erkennen kann, wie die Metallic- und Perlfarben bei einem anderen Licht wirken. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir schöne weihnachtliche Feiertage, einen guten Rutsch, und wir werden uns dann erst im neuen Jahr wiedersehen. Macht's einfach gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.